Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Metallorm, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Herzlich willkommen bei Topspeed und herzlich willkommen auf der Retro Classics Messen in Essen. 8 Halle voller Oldtimer, Youngtimer und Automobilia. Und dieses Exemplar haben wir schon vor 10 Jahren kennengelernt in Katar, aber darüber später mehr. Schon früh stehen die Besucher in langer Reihe vor dem Eingang der Messe, gespannt auf die vielseitigen Exponate, die hier gezeigt werden. Und auch die Geschäftsführung freut sich darauf, dass sich die Türen öffnen. Eine schöne Retro Classics, viel Freude und auf einen guten Tag. Bis bald. Nicht nur die Besucher haben viel Freude an der Messe, auch für die Aussteller sind es tolle Tage. Also hier ist das große Treffen des Jahres. Hier trifft man jeden Kunden, alte Kunden, neue Kunden. Hier werden Autos verkauft, hier werden Benzingespräche geführt. Hier kommt Familie mit her und das ist einfach fantastisch. Ich bin jetzt schon Jahrzehnte dabei. Von seit, ich denke mal 88 oder so war die erste Messe. Früher war es halt die Techno, jetzt ist es die Retro, also ändert sich nicht viel von den Kunden her. Und die Kunden sind alle begeistert. Also wir haben immer neue Modelle bei, wir haben gut verkauft. Am ersten Tag waren es 3, am 4. Tag war der 4. Wagen noch dazu, bis in die Schweiz und bis nach Schweden. Also sehr zufrieden. Für Jürgen ist diese Messe ein wichtiger Bestandteil seines Geschäftsmodells. Nicht ohne Grund präsentiert er sich hier seit vielen Jahren auf prominente Weise. Also unser Messestand, den haben wir schon Jahrzehnte. Das ist unser Erkennungsmodell, ist halt unser Korpus. Wir haben unsere Käfige und das erkennen die Kunden halt eben wieder. Andere stellen ihre Autos nur einfach hin und wir bauen halt auch was Schönes drumherum, dass man auch ein schönes Erlebnis hat. Und wir stellen die Autos auf Spiegel, dass man die von unten sehen kann. Auch die Technik, die wir machen, wenn wir die Autos komplett restaurieren, dass man das auch sehen kann. Wie in Stuttgart empfange ich auch hier auf der Retro-Bühne jeden Tag prominente Gäste aus der Oldtimer-Szene. Als erster ist Christian Geisdörfer zu Gast und er erzählt von den vielen Aufgaben, die er als Co-Pilot hatte. Ja, ich denke, das gehört mit zum Berufsbild des Beifahrers dazu, dass du derjenige bist, der das Team im Auto organisiert. Und das sollte man sehr akribisch und sehr ernst betreiben. Und man ist auch das Bindeglied zwischen Fahrer, Mechanikern, Ingenieuren und Teamorganisation, weil man im Auto natürlich alles mitbekommt und dann natürlich gewisse Dinge auch einfach nicht nur den Überblick haben muss, wo kann ich was machen, welcher Service steht da, wie sind die Jungs drauf, sondern auch einfach so das Zwischenmenschliche. Ja, so Fahrer neigen gerne mal dazu, mal sehr mürrisch zu sein und dass man dann die Leute wieder einfängt und sagt, nimm's nicht so ernst, war nicht so gemeint. Das renkt sich dann alles wieder ein und so macht man halt sehr viel Socializing. So außergewöhnliche Sportler wie der Walter ist mit Abstand der beste Autofahrer, den ich je kennengelernt habe, obwohl ich also auch mit Ayrton Senna gearbeitet habe später. Der Walter ist eine absolute Ausnahmepersönlichkeit und er ist eigentlich wie ein hochgezüchtetes Rennpferd. Entsprechend nervös, entsprechend sensibel und die große Kunst damals bestand darin, vorausschauend mit ihm zu agieren. Weil ich habe immer gesagt, er hat eine Uniformallergie und bei den Funktionären, die so Binden tragen, kommen gleich danach. Also entsprechend hat er da den roten Knopf, der auch, wenn der beim Fahrzeugparken einweisen sagt, ja, noch 5 Minuten und er stellt ab und der sagt dann, nein, noch 10 Zentimeter. Ja? Das ist gleichbedeutend mit Riesenkrawum und da muss man halt ein bisschen drauf einwirken. Es hat sehr viel geholfen, auch Dinge vorausschauend anzusprechen. Da wird das passieren, achte da drauf und dann wusste er Bescheid und so hat man viele Situationen bereinigen können. Es gab natürlich auch Dinge, die ich ganz bewusst implodieren habe lassen, wenn so ein Sportchef gemeint hat, hier mit dicker Brust und breiten Ellbogen Dinge zu bestimmen, die sinnlos sind.
dann habe ich das auch ganz bewusst eskalieren lassen. Auf der Bühne erzählt Wolfram Manski von der AVD-Histotour, an der Topspeed übrigens in den letzten 4 Ausgaben selbst teilgenommen hat. Wir fahren ja 4 Rennstrecken an 3 Tagen und dann in Kombination mit touristisch interessanten Routen. Also man kommt schön rum, sieht schöne Landschaften. Es gibt auch was Leckeres zu essen und zu trinken. Aber als Highlight, du bist ja mehrfach mitgefahren jetzt, auch als Rennfahrer, sind natürlich die Streckenzeiten, Nürburgring-Nordschleife, Nürburgring-Grand Prix-Strecke. Dieses Jahr 2-mal in Spa-Francorchamps und zwar exklusiv für unsere Teilnehmer, also nicht im Touristenverkehr, sondern das ist ein echtes Highlight. Bei der kommenden Histotour gehe ich zusammen mit Bares für Rares-Experte Detlef Kümmel an den Start, der inzwischen auch Fan dieser Veranstaltung ist. Also wir freuen uns sehr, dass Topspeed TV auch wieder Partner hier ist und auch bei der AVD Histotour. Und es gibt noch ein paar Plätze, schnell sein. Können nicht alles verraten, aber vielleicht ist durchaus der ein oder andere Rallye-Fahrer, Weltmeister etc. dabei. Das wäre natürlich ein Highlight, aber hoffentlich sind Sie auch dabei. Derselbe Detlef Kümmel stellt übrigens auch hier auf der Messe viele Werke aus. Kunstwerke, von denen die meisten einen direkten Bezug zu Autos haben. Also es ist ganz einfach. Ich habe 4 Künstler ausgesucht, die alle in verschiedenen Techniken arbeiten. Der eine Künstler, Jakob Reh, arbeitet eher Pop-Art-Kunst ab. Dann haben wir den Kamil Shigalla, der arbeitet in Lego-Technik. Das heißt, er stellt nicht Modelle her, sondern der stellt Bilder her und kann natürlich verschiedene Motive damit entwerfen. Dann haben wir noch Fabio Dalpos, der hauptsächlich Zeichnungen anfertigt. Und die Zeichnungen sind wirklich in dem Bereich Hyperrealismus zu finden. Das heißt, wenn man ein Porträt haben will, dann sieht es nicht nur ähnlich, es ist wie ein Spiegelbild anschließend. Und das Gleiche geht aber auch mit Autos. Das heißt, die 4 Künstler, die ich habe, sind alle 4 hier, um auch vielleicht dem einen oder anderen Kunstliebhaber bzw. auch Autoliebhaber sein Lieblingsstück auch porträtieren zu können. Auch bei der Firma Volkmann und Herold, die seit vielen Jahren Partner unserer Sendung sind, ist die Förderung des Nachwuchses ein wichtiges Thema. Wir legen viel Wert auf die jungen Leute. Das ist unsere Zukunft. In der Gesellschaft habe ich das Gefühl, dass das nicht so hoch angesehen wird. Sollen immer die anderen die jungen Leute ausbilden und wenn die fertig sind, kann man die einkaufen. Nein, das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, die von vornherein zu begleiten. Was lernen die? Ich habe momentan 7 Lernberufe bei uns. Und das ist der Mechatroniker, der Karosseriebauer, der Lackierer, der ITler, Industriekaufmannfrau, Bürokaufmannfrau und wir haben auch Lageristen. Also 7 Lehrberufe, haben jetzt knapp 20 Auszubildende und das wird auch weiter sich entwickeln, weil ich möchte die entwickeln als Personen, als Menschen und natürlich als Fachleute und dann auch behalten. Behalten nicht im Sinne von Besitz, sondern so entwickeln, dass sie auch bei uns bleiben wollen und mit der Firma sich entwickeln. Das gelingt meistens. Immer wäre übertrieben, aber ich sage mal eine hohe Quote. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich kriege so viele Initiativbewerbungen, das spricht sich positiv rum. Auf der Retro Classics präsentieren sich traditionell auch viele Clubs. Am Stand des Porsche Clubs sprechen wir mit Thomas Ernst, für den Oldtimer-Messe einfach dazugehören. Also für uns, für die Clubs ist es immer eine große Sache, auf solchen Messen hier aufzutreten und zu präsentieren und auch die Porsche-Familie gemeinsam an den Start zu bringen. Und dazu ist es natürlich ein Riesenerlebnis, wenn so viele Klassikclubs an einem Standort auch schaffen, miteinander aufzutreten. So einen großen Aufwand betreibt man bei den Porsche-Clubs natürlich nicht nur, um sich zu treffen. Der Stand hat durchaus noch ein höheres Ziel: neue Mitglieder zu gewinnen. Für uns ist ein solcher Auftritt auch insofern interessant, dass wir neue Menschen treffen. Dass wir Menschen treffen, die Begeisterung für alte Autos, speziell bei uns natürlich für Porsche haben und sagen, was macht ihr? Können wir uns anschließen? Oder gestern hatten wir das Erlebnis, da hat jemand seit 20 Jahren ein Auto in Teilen zu Hause liegen. Es war in dem Fall ein Porsche 356 und sagt jetzt, ich will dabei sein. So, hat aber auch mit der Besonderheit seinen jungen Sohn mitgebracht und schon haben wir 2 neue Mitglieder. Und das macht uns natürlich ganz, ganz viel Spaß und ist ein Riesenerfolg. Die Geschichten, die über die Ikonen von damals die Runde machen, sind eigentlich nur dann interessant, wenn sie sie selbst erzählen.
Und Le Mans-Sieger Jürgen Bart ist so einer, der noch Geschichte aus der Zeit, als alles noch analog war, erzählen kann. Und meine erste Rallye, die ich gemacht habe, war mit dem Larus 1969 als Servicemann. Und ich kann mich gut erinnern, wo wir noch die Landkarte gezeichnet haben auf der Promenade Anglais in Nizza auf der Straße über die Tour de France, die 6000 Kilometer durch Frankreich ging. Und da hast du das Fahren gelernt. Und mein Französisch dann auch. Und dann bist du irgendwo mal eingesetzt worden als Ersatzfahrer oder fahr mal einen Test hier und da. Und da entstand da halt die Rennfahrerei draus. Meine Verbindung zu Jürgen Bart reicht weit zurück und uns verbindet ein großer Name im Motorsport, der am Anfang meiner bescheidenen Karriere eine wichtige Rolle gespielt hat. Le Mans und Targa Florio-Sieger Guys van Lennep. Wir haben verschiedene Rennen zusammengefahren, nicht im selben Auto, aber in demselben Team. Aber hier auch, selbst wenn ich Le Mans gefahren bin und da, wo ich Le Mans gewonnen habe, meine Aufgabe war zusätzlich noch die Organisation der administrativen Arbeit bei Porsche. Das heißt, Hotel bestellen, Essen bestellen für die Mechaniker und so weiter. Das war meine Hauptaufgabe. Heutige Tage nicht mehr zu glauben eigentlich. Gar nicht mehr dran zu denken, dass ein Fahrer heute sowas macht. Und dann gibt es dann auch solche anderen Kisten, wo zum Beispiel in Le Mans gewonnen, dann zurückgekommen ins Werk, der Professor Porsche mir gratuliert und meinte, Jürgen, kannst du so lieb sein und deine Werkzeugkiste packen und nach Australien fliegen und dem Zasada bei der London Sydney als Mechaniker zur Verfügung stehen. Ja gut, das haben wir auch gemacht. Essen liegt nicht weit von der niederländischen Grenze entfernt und deshalb kommen viele niederländische Besucher und auch verschiedene Aussteller. Einer der prominenten Spieler aus den Niederlanden ist Gallery Aldering, die traditionell viele und schöne Autos nach Essen mitbringt. Wir haben 35 Autos dabei. Das ist sehr wichtig. Aber eigentlich sage ich immer meinem Sohn, wenn wir verkaufen, dass wir die Kosten zurückhaben, dann sind wir schon zufrieden. Die Leute kann man sehen, was für Qualität wir verkaufen hier. Das ist sehr wichtig. Unsere Sache ist Qualität verkaufen. Und Deutschland ist ein sehr großer Markt für uns. Deutschland, Österreich, die Schweiz, ja, Italien, eigentlich die ganze Welt. Aber diese Messe in Deutschland besteht schon 40 Jahre, glaube ich. Und die Messe ist für uns immer gut. Wir haben jetzt schon 6, 7 Autos verkauft, 6 oder 7. Das ist gut. Die Kosten sind zurück. Und die Leute sehen, was für Qualität wir haben. Das ganze Jahr haben wir da Freude davon. Nico hat das Rentneralter längst erreicht, aber er hat noch die Energie eines jungen Mannes und denkt gar nicht daran aufzuhören. Wenn ich 72 müssen alle Leute gehen in Urlaub in Spanien legen, nichts für mich. Früher war das in Urlaub, weil die reichen Leute, das soll doch so bleiben, glaube ich. Lass mich doch arbeiten. Ich habe doch Freude daran. Ich liebe Autos. Das ist mein Thema. Das ist mein Problem. Ich kaufe manchmal Autos, sagt mir so, Papa, lass die Autos stehen. Aber ich liebe das. Das Kaufen ist so schön. Man begegnet nette Leute. Und die Leute in der Oldtimer-Welt sind immer freundlich und nett. Und ich habe da viel Spaß daran. Und ich höre nie auf. Nie. Ja, wenn ich dort bin. Auch mit Nico reicht unser gemeinsamer Weg in der Oldtimer-Welt weit zurück. Martin und ich, wir kennen uns 25 Jahre. Ich bin ihm begegnet in Amerika, aber der ist der einzige Holländer, der succesvoll ist in Deutschland. Der einzige. Und in Österreich und in der Schweiz. Christian Geisdörfer hat den Ehrgeiz, mit dem er und Walter Röhrl viele Jahre als beste Rallye-Team der Welt große Erfolge gefeiert haben, längst abgelegt.
Inzwischen steht das Fahren von Oldtimer-Rallyes für ihn ganz klar für den Spaß. Also wenn ich jetzt eine Oldtimer-Rallye oder irgendwas anderes fahre, ist es für mich Genussfahren, weil ich Spaß dran habe, historische Autos zu bewegen, und es macht mir sehr viel Freude, gerade das Umfeld, von dem du gerade gesprochen hast. Es sind sehr nette Leute da, die offen sind. Es verbindet uns das gleiche Hobby, und mit den Leuten, die also meinen, ihre verfehlten Kindheitsträume bei solchen Oldtimer-Rallyes umsetzen zu können und ganz verbissen sind und die Scheuklappen aufhaben, muss man nicht umgehen. Das regelt sich also wunderbar von selbst. Du hast auch nichts mehr zu beweisen, gell? Eben, und ich brauche nicht noch einen Blechtopf zu Hause. Nein, ich mache es aus Spaß an der Freude. Eines der traditionellen und sogar ikonischen Unternehmen, die man auf fast alle großen Oldtimer-Messen findet, ist Reuter Karosserie, die eine große Rolle bei der Entwicklung von Porsche gespielt hat. Für die junge Firma Porsche, die der Professor gegründet hat, den ersten offiziellen Auftrag, den Typ 6, hat Reuter umgesetzt für die Firma Porsche. Also Porsche hat begonnen mit Reuter sofort mit dieser Kommunikation, und das ist bis heute über das Thema Recaro, was ja als Nachfolgegesellschaft von Reuter, weil Recaro, Reuter Karosserie, dann letztendlich bis heute bleibt. Und das ist durchaus Kulturgut und Automobilgeschichte. Und ich denke, da hat Reuter einen sehr großen Anteil neben Porsche. Ja. Bei uns hat es mit Reuter angefangen eigentlich durch die Leidenschaft zu Porsche. Ich bin da eigentlich durch ein Buch angesteckt worden, und dann haben wir angefangen, bestimmte Sachen, die wir im Buch das erste Mal gesehen haben, zu reproduzieren. So ist auch Porsche auf uns gekommen, und so ist aus etwas ganz Kleinem, aus einer Leidenschaft ein Business entstanden. Ja. Und heute haben wir durch die Möglichkeit, dass wir das Reuter-Archiv in der Nutzung haben, auch die Möglichkeit, jeden Porsche-interessierten 356-Fahrer ganz genau sagen zu können, wie sein Auto damals ausgestattet war, mit dem dementsprechenden Mehrwert, dass er das in Schrift und in Bild und in Farbe von Mustern sehen kann und dann sein Fahrzeug gegebenenfalls auch wieder in diese Lage zurückbringen kann und so restaurieren kann. Und das ist eigentlich unsere Hauptbesonderheit, die wir halt hier haben. Die Sondershow, die in diesem Jahr im Mittelpunkt der Retro Classics Essen steht, widmet sich 100 Jahre Bugatti Royale. 3 Unikate dieser außergewöhnlichen Modelle ziehen die Aufmerksamkeit jedes Besuchers auf sich. Und Erik van Lammeren weiß alles über diese 3 Exponate. Wir sind natürlich sehr stolz, hier die Sonderschau zu machen auf der Retro Classic in Essen mit einem Bugatti Royale Prototyp, der 100 Jahre alt ist. 1926 hat Ettore Bugatti das Auto als sein Privatauto vorgestellt und hat es dann 5 Jahre gefahren, um es weiterzuentwickeln. Und es ist natürlich auch Leute zu zeigen und versuchen es zu verkaufen. Am Ende hat er dann auch einige aus der Serie noch gemacht, nach diesem Auto. Aber er hat vor allem am Anfang keine Karosserie gehabt und hat deshalb hier die offene Karosserie drauf gehabt. Hat aber nach ein paar Jahren eine andere Karosserie drauf machen lassen von der Firma Veymont aus Paris mit einem Koffer von sein guter Freund Emile Hermès. Und Hermès war auch stolz darauf, diese Koffer für das Auto gemacht zu haben, hat dann auch viel Werbung mit den Royale gemacht. Und leider ist Ettore Bugatti dann irgendwann mit diesem Auto selber gecrasht und wurde das Auto also geschrottet und nach vielen Jahren dann wieder restauriert.
Es hat uns so viel Spaß gemacht, diese Autos zu restaurieren und diese Geschichte wieder auf die Straße zu bringen, dass wir gesagt haben, es gab 7 Royals, inklusive der Prototyp, aber es gab 11 Karosserien. Einige Karosserien wurden weggeschmissen, umgebaut. Eine davon ist diese erste Karosserie, eine sehr schöne Roadster-Karosserie, die leider im Krieg verloren gegangen ist. Und das Auto gibt es noch mit einer anderen Karosserie drauf, aber diese Fachmannschaft oder dieses Können, was man hier sieht an dem Auto, was sie damals schon gemacht haben, 1932, das ist toll, das wieder auf die Straße zu bringen. Und was ist schöner, als dieses Kulturgut wieder unter die Leute zu bringen, für alle, die begeistert das sich anschauen können. Eines der Dinge, die Christian Geisdörfer den ganzen Tag über auf der Messe macht, ist das Signieren von Karten und Modellen. Für die Besitzer ist es eine große Ehre und für Christian sind es schöne Erinnerungen, von denen er noch immer gerne erzählt. Vor allem über den berühmten Audi Quattro S1 kann er stundenlang erzählen. Es war insofern natürlich ein Meilenstein, weil dieses Auto oder dieses Modell konnte man nur fahren mit Linksbremsen. Und der Walter hat sich immer geweigert, links zu bremsen. Er hat gesagt, wenn man links bremsen muss, macht man irgendwas falsch. Und das ging aber mit diesem Auto nicht anders. Und wir haben beim Monte-Training 2,5 Stück verbraucht, weil einfach es nicht ohne Linksbremsen ging. Also war es dann insofern sehr lernintensiv bis zur Monte 84, das dann ins Blut zu kriegen. Die Tage sind wie im Flug vergangen, wenn ich gemeinsam mit Projektleiter Adrian Der auf eine schöne und gelungene Retro Classics Essen zurückblicke. Ich habe mich wirklich keine Minute gelangweilt. Viele nette Menschen getroffen, sehr schöne Old- und Youngtimer gesehen, durch die Halle mit den Automobilien geschlendert und auf dem Teilemarkt gestöbert. Die Retro Classics Essen war ein Genuss für jeden Oldtimer-Liebhaber. Adrian, von Mittwoch bis Sonntag 5 Tage. Und ich habe gesehen, wir müssen ein bisschen arbeiten. Wir haben die Talkshows gehabt, wir haben Aufnahmen gemacht, aber du... Ja, ich denke, du bist platt, oder? Ja, es war herausfordernd. Ich meine, du sagst jetzt 5 Tage. Ich war ja schon am Karfreitag hier, bis das alles organisiert ist. Am Samstag, Ostersamstag, ging schon der Aufbau los. Also ja, es war ein Kraftakt, aber man sieht, es war ein voller Erfolg. Ja, und es ist auch schön zu sehen, dass es auch von den Ausstellern so viele positive Leute gibt. Und es wurde auch nicht schlecht verkauft, weil ich kenne viele und die haben gesagt, ja, ich habe doch einiges, habe ich verkauft. So, ich muss sagen, gratuliere. Danke. Und Danke. Jetzt geht es auf die nächste, gell? Ja, es gibt ja diesen Spruch immer, vor der Messe, ne, und nach der Messe und sowas. Ja, also wir bereiten natürlich jetzt schon wieder vor für nächstes Jahr und wir freuen uns drauf, 2027 wieder hier zu sein. Und ja, wir starten sozusagen ab morgen wieder die Motoren, dass wir eine tolle Messe hier auf die Beine stellen. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Ich glaube, das waren 24 tolle Minuten, die wir hier gezeigt haben, mit Leuten voller Freude. Schöne Autos haben wir gezeigt. Und ich habe gestern mit Franz Münsterhaus, der Ferrari-Importeur aus Holland, unsere 35-jährige Freundschaft gefeiert. Oh. Auf einmal habe ich gesagt, ja, wann haben wir uns eigentlich damals kennengelernt? So 35 Jahre, so wir trinken noch etwas darauf und das war top für diese Woche. Adrian, vielen, vielen Dank. Gehst du mit was trinken? Mach ich. Okay, ciao. Ciao. Top Speed is powered by Voogtman und Herold, Metallorem, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.